Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art. Mein Name ist Luise Heinzel und ich begrüße euch recht herzlich zum Thema des Monats. Im Januar dreht sich hier alles um das Thema Pinguine. Wir gestalten gemeinsam ein Altered Book aus Alltagsmaterialien und digitalem Papier. Ich zeige euch Ideen und Techniken, die ihr ganz einfach zu Hause selber umsetzen könnt. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, es wird auch noch die ein oder andere Überraschung geben. Ja, ihr Lieben, lasst uns als erstes mal die Basis für unser Altered Penguin Book oder wie auch immer ihr das nennen wollt, herstellen. Ich habe mir dafür jetzt hier ein ganz normales Buch genommen, Volkslieder aus Österreich, wie ihr sehen könnt. Das hat hier noch seine Seiten drin, nicht mehr lange, aber bis jetzt sind sie noch da drin. Und das ist diesmal auch nicht ganz so dick. Vielleicht kennt ihr mein anderes Altered Book, was ich vorher schon mal gemacht hatte. Dazu gibt es auch ein Video. Wie ihr sehen könnt, ist dieses hier wesentlich kleiner, also schmäler und nicht ganz so hoch, wenn ihr das vielleicht da irgendwie so sehen könnt. Ich habe das jetzt mal hier so draufgelegt, dass ihr das vergleichen könnt. Es hat einen gewissen Grund, dass ich jetzt diese Größe ausgewählt habe. Dazu erzähle ich euch später noch etwas mehr. Und auch, wie ihr sehen könnt, der Rücken ist wesentlich schmäler als dieser hier, weil ich einfach für dieses Projekt jetzt für den Januar nicht so viele Seiten brauche. Also wenn ihr das auch so machen wollt, wenn ihr euch auch so ein Altered Book machen wollt, dann könnt ihr ja vielleicht mal auf die Suche gehen nach einem Buch, das in etwa diese Abmessungen hat. Dieses Frontcover bzw. die Seiten sind ungefähr DIN A5. Das hat den Sinn, dass ich gerne mein neues Pinguinpapier, tada, das ich in meinem Etsy-Shop habe, in dieses Altered Book integrieren möchte. Und ich möchte euch gerne auch im Laufe dieser Pinguin-Serie im Januar zeigen, wie man solches Papier verwenden kann und wie man sich ganz einfach daraus aus einem ganz normalen Buch wie diesem hier so ein Altered Book herstellen kann, wo man dann noch eigene Dinge einfügen kann und wo man eben auch verschiedene coole Sachen mit diesem Papier machen kann. Das hier ist jetzt nur ein Bruchteil von dem, was so existiert. Wenn ihr in meinen Shop geht, dann werdet ihr sehen, es gibt hier jetzt nicht nur diese Seiten mit den Pinguinen drauf, sondern es gibt auch noch Seiten, die schauen so aus wie diese hier. Die sind relativ neutral, haben keine Pinguine drauf, aber solche Flächen, auf die man schreiben kann oder auf die man zum Beispiel auch Fotos aufkleben kann. Dann gibt es noch Collagenpapier. Das schaut aus wie dieses hier. Das sind auch ja solche Seiten, die eben aus den Elementen von diesem Pinguin-Kit bestehen, sodass es einfach schlichtweg dazu passt, zu dem anderen Papier. Und das hier kann man für Collagen zerreißen zum Beispiel. Oder man könnte natürlich selbstverständlich auch die Seiten so verwenden, wie sie sind. Davon gibt es natürlich noch mehr. Also das waren jetzt nicht alle, was ich euch gezeigt habe. Und dann habe ich noch gemacht solche relativ neutralen Mixed-Media-Hintergründe, die ihr auch theoretisch als Collagenpapier oder als Hintergrund verwenden könnt, die ihr zerreißen könnt und für verschiedene Techniken benutzen könnt. Auch hier eine kleine Vorschau. Und ein Ephemera Pack gibt es natürlich zu diesem Pinguin-Papier auch noch. Das zeige ich euch jetzt noch nicht. Man muss die Spannung ja ein bisschen aufrechterhalten. Aber wenn man jetzt so ein Papier nimmt und man druckt das auf DIN A4 aus, dann schaut das so aus, wenn es randlos gedruckt ist. Und wenn ich das in der Mitte falte, wie ihr seht, passt das dann fast genau auf dieses Buch drauf. Wenn ihr das aufschlagt und ihr schaut euch die Seite an, hier habe ich schon mal eine rausgerissen, dass ihr das besser sehen könnt. Und wenn ich das jetzt da drauf lege, dann seht ihr, dass das fast genau passt. Also ich habe hier einen ganz kleinen Streifen, den ich später abschneiden muss. Hier geht mir aber jetzt nur minimal etwas von dem Motiv verloren. Also wenn ich eine Seite machen möchte, wo ich wirklich diese komplette Seite von diesem Designpapier verwenden will, dann ist es natürlich ganz schlau, wenn ich ein Buch habe, was schon diese Abmessungen hat. Als ich jetzt eben dieses Video hier angefangen habe, das ist jetzt, glaube ich, der 74. Versuch, wie ihr seht, habe ich hier schon eine Seite rausgerissen, ist mir nämlich aufgefallen, dass dieses Buch nicht geklebt, sondern genäht ist. Das heißt also, wenn ich jetzt hier für mein Altered Book Seiten entnehmen will, muss ich aufpassen, dass mir nicht alles auseinanderfällt.
Ich muss jetzt zugeben, dass ich das vorher noch nie so gemacht habe und ich bin auch ehrlich gesagt nicht besonders glücklich darüber, weil ich schon wieder irgendwelche Katastrophen kommen sehe. Aber wir werden das jetzt mal versuchen. Der Unterschied zwischen einem genähten und einem geklebten Buch ist einfach schlichtweg der, dass ihr hier in der Mitte der Signatur diese Fäden habt und dass ihr jetzt nur von der Mitte aus Seiten rausreißen könnt. Also wenn ich jetzt die Fäden hier habe, kann ich diese 2 Seiten nehmen und die herausreißen. Dann sind diese beiden Seiten weg. Würde ich diese Seite rausreißen, diese hier, dann würde automatisch diese Seite mit rausfallen, weil sie ja sozusagen mit dieser Seite hier eins ist, oder? Also diese 2 Seiten sind ja ein Papier. Und die sind dann ja so in dieses Buch eingenäht. Also hier wären dann die Fäden gewesen und ist ja logisch, wenn ich von irgendwo eine linke Seite rausreiße, kommt die rechte Seite mit. Und das ist das Problem. Das war bei diesem Buch nicht der Fall. Da konnte ich die Seiten einfach rausreißen und wenn ihr das Video kennt, dann wisst ihr, dass ich sie nicht komplett rausgerissen habe. Also ihr seht, hier ist eine Seite stehen geblieben und an der anderen Seite seht ihr diesen Streifen hier. Dort habe ich die Seite nicht komplett rausgerissen, sondern eben nur bis hierher. Also das hier habe ich später dran geklebt und das hier ist der Originalstreifen von der Seite. So, da ist aber das Problem, dass wenn ich jetzt was draufklebe, das Buch mir natürlich hier hinten immer dicker und dicker und dicker wird. Und ihr seht schon, hier hinten ist auch der Rücken innen nicht besonders schön. Der ist mir da gebrochen. Ihr kennt vielleicht diese Katastrophe, die ich euch da in diesem Video gezeigt habe. Und einige von euch haben geschrieben, es könnte daran liegen, dass man einfach, wenn man dieses da hinten stehen lässt und was reinklebt, dass es hier hinten zu dick wird. Und das möchte ich natürlich verhindern. Ich möchte versuchen, dass das jetzt bei diesem Buch natürlich nicht passiert. Jetzt sind mir aber diese Fäden in die Quere gekommen. Wenn ihr so ein Buch habt, wo ihr das rausreißen könnt, dann könnt ihr einfach 2 Seiten stehen lassen, beziehungsweise, entschuldigt bitte, ihr könnt, Entschuldigung, das stimmt nicht, ihr könnt eine Seite stehen lassen, dann die nächsten 7 Seiten rausreißen und was dann als nächste Seite übrig bleibt, mit dieser hier zusammenkleben. Und dann habt ihr eine Seite, wo dann in der Mitte dieses Gerissene sozusagen verschwunden ist. Das funktioniert bei einem solchen Buch natürlich nicht. Und deswegen werde ich jetzt schauen, dass ich erstmal von der Mitte jeder Signatur mal eine Seite oder vielleicht auch 2, ich denke mal 2, rausreißen werde, um dann zu schauen, wie viel Luft ich in dem Buch habe, um abschätzen zu können, wenn ich darauf zum Beispiel kollagiere oder so, ob das dann sich noch ausgehen könnte, dass es nicht zu dick wird. Jetzt habe ich hier eben schon gesehen, dass ich gerne dieses A hier erhalten möchte, in irgendeiner Art und Weise. Hier ist die Mitte von der Signatur und diese eine Seite, die war vorher hier drin, die habe ich jetzt schon rausgerissen gehabt. Jetzt gehe ich hier einfach weiter und ich drücke das auch hier so runter, dass ich das vernünftig sehen kann, wo die nächste Mitte von dieser Signatur jetzt ist. Das wäre hier, hier sehe ich wieder die Fäden. Jetzt nehme ich mir diese 2 Seiten und reiße die mal vorsichtig hier raus. Oh mein Gott. Ich habe nämlich ein bisschen Angst und das war auch so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, heieiei, manche Leute machen das ja tatsächlich so mit diesen, mit dieser Art von Büchern. Ich nehme jetzt aber doch noch eine zweite hier raus. Habe ich gedacht, was ist, wenn diese Fäden zu locker werden? Aber dafür habe ich mir auch schon eine Lösung ausgedacht, was ich euch später zeigen werde, wenn das hier einfach hier innen zu lose wird. Weil ich sehe jetzt schon, dass die Fäden hier rausstehen. Ist ja klar, wenn ich Seiten rausreiße, dann wird das da innen sehr locker. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich habe da schon so eine Idee, wie man das lösen könnte, dass das nicht auseinanderfällt. So, hier ist wieder die nächste Mitte. Und ich befürchte, dass 2 Seiten rauszunehmen zu wenig sind. Aber schauen wir mal. So. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester gehabt. Und ich hoffe, ihr seid bereit für neue Aufgaben. Denn das, was ich hier tue, das tue ich eigentlich nur, weil ihr das so von mir gewollt habt. Euer Wunsch ist mir Befehl, denn nach dem Adventskalender im Dezember habt ihr gesagt, was tun wir denn im Januar, Luise, wenn der Adventskalender vorbei ist und die täglichen Videos vorbei sind.
Ja, die eine Möglichkeit ist natürlich, alle Videos nochmal anzuschauen und alles nochmal zu basteln oder vielleicht auch nachzuholen, was ihr während des Dezembers nicht geschafft habt. Einige von euch hatten ja auch geschrieben, oh, ich habe das gar nicht alles geschafft. Ich muss das jetzt noch nachholen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, hier mir zu folgen und sich so ein kleines Pinguin-Elternbuch zu machen. Und ich werde mir jetzt die allergrößte Mühe geben, euch möglichst viel Input zu geben und möglichst viele Ideen, was man mit so einem Buch anstellen kann. Es wird nicht jeden Tag ein Video geben, denn dann würde ich, glaube ich, irgendwann wahnsinnig werden. Ich glaube, dann könntet ihr mich irgendwann in so eine Anstalt oder so besuchen kommen. Das wäre definitiv nicht möglich. Scheiße. Aber ich werde mein Bestes geben, euch so viele Ideen wie nur irgendwie möglich zu präsentieren, sodass ihr das dann nachmachen könnt. Es wird im Laufe dieser Serie auch wieder ein paar kleine Überraschungen geben. Ihr kennt das vom Adventskalender. Ich habe da ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich für euch kostenlos zur Verfügung stellen kann. Da wird es wieder den ein oder anderen Download-Link geben. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr das beim Adventskalender eigentlich ganz gut fandet. Die meisten waren relativ begeistert, was es da gegeben hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte das gerne fortführen. Und weil ihr so wahnsinnig nette Menschen seid, meine Güte, das hört sich jetzt so ironisch an, ist aber gar nicht so gemeint. Das kommt nur, weil ich mich hier gerade so ein bisschen konzentrieren muss. Deswegen habe ich mir gedacht, ihr sollt auf jeden Fall wieder etwas von mir bekommen. Warum auch nicht? Und wenn ihr fleißig diese Videos schaut, dann werdet ihr den ein oder anderen Hinweis von mir kriegen, wo sich das verbirgt, wo ihr euch das runterladen könnt, wenn es was zum Runterladen ist. Ich habe auch, meine Güte, einige Sachen für meinen Blog noch im Hinterkopf, wo ich ein paar Dinge noch geplant habe. Möchte euch jetzt aber nicht hier überfordern und euch nicht alles auf einmal erzählen. So dass ich euch das im Laufe dieser Videoserie dann noch genauer zu Gemüte führen werde. Mir fällt gerade auf, wenn man vielleicht so reißt, es ist vielleicht sogar ein bisschen besser für es ist vielleicht sogar besser für die Fäden, wenn man zuerst eine Seite rausreißt und dann die andere. Ja, ich glaube, das geht besser. Dann hat man zwar die Seiten ein bisschen zerschrottet, also wenn man jetzt die Seiten später noch verwenden will, sollte man es vielleicht nicht so machen, aber ja, Weihnachtslieder, heiliger Bimbam, dafür bin ich jetzt noch nicht bereit. Das ist noch zu nah. Ja, so, jetzt sind wir hier auch schon gleich am Ende. Jetzt hoffe ich, dass sich das irgendwie hier ausgehen wird. Also diese kleinen Schnipsel hier, wenn da sowas hängen bleibt, das solltet ihr natürlich dann da entfernen, dass hier nur noch der nackte Faden zu sehen ist. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, oh, das schaut aber ganz gut aus. Meine Güte nochmal, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Seht ihr das? Das schaut jetzt ganz, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das schaut jetzt ganz ordentlich hier aus. Also da scheint auch ziemlich viel Platz zu sein. Ich bin jetzt allerdings am Überlegen, ob ich nicht wirklich doch noch eine Seite mehr rausnehmen soll, dass ich wirklich Platz habe. Denn wenn ich das jetzt hier so zusammendrücke, und das hatten mich auch einige Mal gefragt, im Zusammenhang mit einem normalen Junk Journal. Da hattet ihr gefragt, wie findest du heraus, wenn du die Signaturen eingenäht hast, also jetzt, ich rede jetzt von einem ganz normalen Junk Journal, oder? Wo man das Cover macht und man näht die Signaturen aus eigenem Papier dort ein. Wie findest du heraus, dass das nicht schon zu dick ist, bevor du es später bestückst? Also ihr hattet gefragt nach dem Verhältnis von dem Buchrücken zu den Seiten. Und ja, wie kann man das herausfinden? Und ich mache das immer so, wenn ich jetzt ein normales Junk Journal habe, ich zeige euch das mal gerade an meinem Kalender, dann nehme ich das, ich halte es jetzt mal falsch rum, dann könnt ihr das besser sehen. Jetzt mache ich mal hier das Kladderadatsch noch weg, dann könnt ihr das noch besser sehen. Also das ist jetzt noch nicht befüllt, zumindest nicht sehr stark befüllt. Ich drücke das hier vorne zusammen und dann seht ihr schon, dass ich hinten am Rücken ganz viel Platz habe. Das heißt also, es könnte so weit wachsen. Ich kann es aber noch so weit zusammendrücken.
So, und das Maß für mich, für die Seiten, ist folgendes. Wenn dieser Rücken hier, sagen wir mal, 10 cm hat und ich kann das hier auf 5 cm zusammendrücken, wenn ich das jetzt hier, also wisst ihr das, wie ich das meine, wenn ich das hier messen würde und das hier ist nicht mehr als 5 cm, dann weiß ich ganz genau, ich werde keine Probleme kriegen, wenn ich das später befülle, dass mir das zu dick wird. Also der Rücken ist dann das doppelte Maß von diesem hier vorne, wenn wirklich noch gar nichts drin ist. Und so kann ich mir das natürlich hier jetzt auch überlegen. Und wenn ich das hier mir angucke, dann seht ihr, wenn ich das jetzt hier habe und ich drücke das hier vorne zusammen, dann ist das hier längst noch nicht die Hälfte von dem, was ich hier hinten habe. Deswegen werde ich jetzt nochmal durch dieses Buch gehen und noch eine Seite rausreißen. Also auch wenn ich jetzt dann hier das A verliere. Aber egal. Das werde ich jetzt kurz tun. Damit will ich euch nicht langweilen. Dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, hätten wir das. Hier seht ihr mal, wie viel ich jetzt herausgerissen habe. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Das wirkt natürlich wesentlich mehr, wenn es jetzt auf so einem losen Stapel ist. Das ist schon klar. Als wenn es jetzt in diesem ordentlichen Buch drin ist. Dieses Buch war auch fast ungelesen, würde ich sagen. Also ihr seht schon, das ist ganz, ganz viel. Und hier ist jetzt nur noch ganz wenig übrig. Und wenn ihr das jetzt anschaut, dann seht ihr jetzt, dass meine Kamera das mal wieder nicht scharf macht. Hallo? Ah ja. Jetzt seht ihr hier oben die Lücken zwischen den Seiten hier hinten. Und ihr seht, da könnt ihr jetzt alles Mögliche draufkleben. Also mir ist das jetzt besonders wichtig, weil ich auch Collagen machen möchte, wo jetzt eben auch mehr als eine Schicht Papier übereinander kommt. Und wenn ihr das hier vorne anschaut, ist es jetzt in etwa hier vorne die Hälfte von dem, was es hinten ist. Wie muss ich das jetzt halten, dass ihr das sehen könnt? So ungefähr. Also ich würde mal sagen, das hier hinten ist ungefähr 1,5 Zentimeter und das hier vorne ist jetzt irgendwie so 0,7 oder sowas. Ich habe das jetzt nicht abgemessen, aber vom Augenmaß her könnt ihr euch daran ganz gut orientieren, wenn das die Hälfte ist von der Dicke her wie hier hinten. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier an diesen Stellen, wo diese Fäden waren, also hier sieht man es jetzt nicht ganz so extrem, aber weiter hinten, da ist es natürlich jetzt ziemlich ausgelackert. Also wenn ich den Faden jetzt hier so angucke, ihr seht schon, den kann ich jetzt ziemlich weit rausziehen. Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht so sehen, weil der Faden ja auch die gleiche Farbe hat wie das Buch. Ihr seht schon da, der Faden, der hängt jetzt da irgendwie voll in der Luft. Und jetzt werde ich Folgendes tun. Ich werde jetzt immer, auch wegen der Stabilität, werde ich jetzt immer 2 Seiten zusammenkleben. Und zwar genau die 2 Seiten, wo hier dieser Faden ist. Jetzt denkt ihr, ja, das hilft auch nichts. Doch, das hilft schon was. Indem ich nämlich jetzt einfach hier eine Wurst Kleber reinmache. Und wenn dieser Kleber getrocknet ist, dann sind diese Fäden, egal wo sie hängen, aber sie sind dann auf jeden Fall hier fixiert. Das heißt also, diese Seite, die kann mir dann nicht mehr lose werden. Die kann dann hoffentlich nirgendwo mehr hin. So, und ich möchte natürlich gerne, wenn ich das jetzt zusammenklebe, keinen Platz verschwenden. Also werde ich das so machen, dass ich hier Taschen erhalte, wenn ich diese Seiten zusammenklebe. Und ich werde jetzt auch mal gleich überlegen, dass wir vielleicht verschiedenartige Taschen machen durch dieses Buch hindurch. So, die einfachste Möglichkeit, upsala, eine Tasche zu machen, ist natürlich die, jetzt kommt hier der Kleber natürlich so voll raus, was ist jetzt das für ein Mist? Ich habe Kleberwurst gesagt, aber als ich Kleberwurst gesagt habe, habe ich nicht gemeint, dass dieser Kleber hier rauskommen soll. Meine Güte nochmal. Ich werde das jetzt hier in der Mitte so hinstreichen, dass das wirklich da in der Mitte in diesem Schlitz ist. Und zwar einmal so da dran lang. Und dann gehe ich mit dem Kleber einmal hier oben lang. So. Und einmal hier unten lang. Hier kein Kleber, sodass das dann später die Tasche wird. Und jetzt schlage ich das zu, sodass ich das einfach dann hier festgeklebt habe. Und jetzt kann man natürlich hier in dieser Tasche noch mit so einer Stanze zum Beispiel hier
so ein rundes Loch ausstanzen, sodass man dann leichter die Sachen hier rein und raus schieben kann. Allerdings ist es für mich jetzt so, dass ich im Moment tatsächlich hier keine Stanze habe. Wie ihr an meiner Tischfarbe sehen könnt, bin ich nicht in meinem Wohnwagen. Also wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass mein Tisch normalerweise im Wohnwagen anders aussieht. Ihr wisst, dass ich jetzt in meinem Winterzuhause bin und mit sehr, sehr wenigen Materialien hier auskommen muss. Und das ist auch das, was ich für dieses Video tatsächlich bewusst versuchen möchte. Also ich möchte euch zeigen, dass ihr auch mit den geringsten Materialien euch sowas herstellen könnt. Und ja, genau das werde ich jetzt hier auch tun, weil ich eben nichts anderes habe. Deswegen werde ich mir später noch was überlegen, wie man das hier machen könnte. Also wie wir da, ja, wir könnten das mit einer Schere schneiden oder schauen wir mal, wie wir das machen. Ihr seht schon, für diese Tasche, die jetzt hier entstanden ist, Moment, seht ihr schon, das kriegt man nämlich nicht so leicht auf, wenn das nicht so einen Eingriff hat. Jetzt habt ihr das hier so und hier ist jetzt der Kleber, das heißt, alles, was ihr da reinsteckt, das kann jetzt bis ungefähr hierhin gehen, aber das ist ja relativ groß, denn das ist immer noch fast DIN A5. So, und ihr seht schon, ich schlage das so hin und her. Das mache ich ganz einfach deshalb, dass ich später das Buch auch noch gut hin und her schlagen kann. Also, dass diese Seite mir jetzt beim Kleben nicht irgendwie komisch wird. Denn wenn das nicht ganz gut aufeinander ist und ihr schlagt das um, dann kann es sein, dass es hier Wellen wirft und das wollen wir natürlich nicht haben. Wäre etwas unschön. So, und ich versuche auch, wenn ich das jetzt weiter blättere, dass mir das hier so bleibt, bis der Kleber trocken ist. Ich habe jetzt hier diesen Uhu Alles Kleber benutzt. Der trocknet ja relativ schnell und durch diese kleine Tülle da vorne dran kann man den auch relativ gut auftragen. Also was jetzt für dieses Kantenkleben nicht gerade blöd ist. So, bei diesem nächsten Ding hier, also hier habe ich jetzt wieder die Fäden. Da möchte ich jetzt, glaube ich, das einfach mal so machen, dass ich diese Seite hier so falte. So. Das kann ich ja jetzt ruhig machen, weil ich ja genug Platz habe. Und dann so. Also ich habe jetzt hier diese Fäden. Das ist die gefaltete Seite und die werde ich jetzt so da drauf kleben, indem ich einfach den Kleber wieder hier in die Mitte gebe. Ich glaube, man kann das auch mit der Tülle verstreichen. Man muss das nicht unbedingt mit dem Finger machen, denn das ist ein bisschen unangenehm. Man kann das aber, glaube ich, jetzt einfach mit dem Ding machen hier. Das ist jetzt eben nur gekommen, dass ich es mit dem Finger gemacht habe, weil da so viel rauskam. Und dann gehe ich jetzt hier einfach bis zu der Ecke, wo ich da vorher gefaltet habe. Und mache das hier unten genauso. Boah, hier kommt total viel raus. Ich weiß nicht warum, ich drücke überhaupt gar nicht, aber es kommt trotzdem total viel raus. Und das sollte natürlich jetzt nicht passieren, dass ihr hier Kleber drauf kriegt, denn ansonsten verklebt ihr euch das ja da. Also, jetzt ist hier Kleber und hier jeweils ist Kleber bis zum Knick. Und dann kann ich das jetzt einfach so nehmen und hier rüber drücken. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. So. Und passt auf, dass, wenn sich das hier unten rausquetscht, dass ihr das sofort mit dem Finger wegnehmt. Ansonsten kleben euch da die Seiten zusammen. Das klebt wahrscheinlich nicht, wer weiß wie doll, aber das kann man ja, wenn man schlau ist, gleich verhindern, dass einem das nicht passiert. So, und wie ihr seht, haben wir jetzt, wenn es trocken ist, ich muss das jetzt ein bisschen vorsichtig machen, hier eine Tasche. Und dieses kleine Ding hier, das kann man jetzt später auch noch hier oben und unten festkleben, sodass man hier auch noch eine Tasche hat. Das werde ich jetzt aber erst nicht tun, weil ich noch nicht weiß, was mit dieser Seite passiert. Also ich habe es jetzt für diese ganzen Videos so gemacht, dass ich wirklich meinen Prozess, den ich selber auch durchlaufe, wirklich original abfilme. Ne? Also zum Beispiel jetzt dieses Problem mit diesen wie will ich sagen, mit diesen genähten Seiten. Das ist jetzt aufgekommen, bevor ich hier dieses Video aufgenommen habe, beziehungsweise bei dem ersten Versuch, dieses Video aufzunehmen, habe ich das erst gemerkt. Und das sind eben so Dinge, die ich gerne auch mit euch teilen möchte, weil ich mir denke, es nützt mir ja nichts, wenn ich euch hier irgendwas erzähle und ihr habt zu Hause eine andere Situation, jetzt was das Buch betrifft, und ihr kennt euch vielleicht noch nicht so gut aus und dann wisst ihr nicht, was ihr machen sollt. Das könnte ja durchaus passieren. Das ist ja auch nicht schlimm, aber das ist der Grund, warum ich das hier so genau wie möglich
mit euch teilen möchte. Und auch eben meine Erfahrungen mit euch teilen möchte, dass ihr so ein bisschen seht, ja, was bei mir hier auch so passiert und wie man das dann vielleicht lösen könnte. So, jetzt haben wir das hier so. Ich glaube, jetzt möchte ich hier aber wieder eine Seite ganz normal kleben, so wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, also so eine ganz normale Tasche, denn ich möchte nicht, dass es mir jetzt von den Taschen her schon zu viel vorgibt. Ich möchte eigentlich ein ganz neutrales Eltern Book haben. Zwar mit ein bisschen so Klimbim wie Taschen, sodass man da so ein bisschen so eine kleine Vorgabe hat und vielleicht auch ein bisschen dann schon so eine Idee für die Seite, denn durch eine Tasche kann ja auch eine Idee vorgegeben werden. Aber ich möchte es jetzt nicht zu sehr einschränken. Deswegen werde ich jetzt hier diese normale Tasche machen. So. Also wenn man aufpasst, dass man nicht zu viel Kleber da rauskriegt, ist dieser Kleber echt ganz gut, weil der wirklich schnell trocknet. Das war jetzt auch so eine Sache, diesen benutze ich normalerweise nie. Also in meinem Wohnwagen habe ich den überhaupt gar nicht. Aber neulich ist der Mann einkaufen gegangen und hat mir den mitgebracht. Ich habe nämlich so einen guten Mann, wisst ihr. Einen von den guten. Und jetzt bin ich ganz überrascht, dass der so gut trocknet und werde den vielleicht dann doch mal des Öfteren benutzen. Aber irgendwas läuft jetzt hier gerade ganz gewaltig schief. Ihr müsst auch so ein bisschen gucken, dass ihr die Seiten wirklich ganz genau übereinander habt. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt so einen kleinen Versatz, den versuche ich jetzt noch irgendwie da wegzukriegen, denn dann kann ich das später natürlich leichter falten und das schaut ordentlicher aus. Ist zwar sowas ähnliches wie ein Junk Journal oder vielleicht ist es auch ein Junk Journal, je nachdem, was ihr da später rein tut oder wie ihr das nennen wollt. Gibt es da jetzt auch diverse Diskussionen drüber. Aber je ordentlicher ihr jetzt das hier klebt, desto leichter habt ihr es natürlich später, wenn ihr auf die Seite was aufbringen wollt. Wenn ihr hier zum Beispiel Gesso oder irgendwas drauf gebt oder eine Serviette aufklebt oder schlichtweg eine Seite aus dem Printable aufklebt oder irgendwas anderes und die Seite ist schon von vornherein schief und krumm und wellig, ist das natürlich nicht so eine schöne Sache. Es ist besser, wenn ihr das ein bisschen gewissenhaft macht. Also damit bin ich nicht so ganz einverstanden hier, aber das geht leider nicht anders. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, wenn ich es später zuschlage und dann trocknen lasse, vielleicht geht es dann noch weg. So, ja, hier machen wir jetzt mal das so, denke ich mir, dass wir das hier so einklappen. Da könnt ihr das jetzt auch einfach so, würde ich sagen, per Augenmaß machen. Dann hat man hier die Möglichkeit, das da später so dahinter zu stecken. Hier habe ich jetzt wieder meine Fäden, gebe ich wieder hier meinen Kleber rein. Und das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Stanze habt, dann könnt ihr natürlich auch den Einschub für die Tasche so machen. Dann braucht ihr nicht am Rand stanzen. Denn wenn ihr das jetzt so macht, guckt ihr, dann kann man das von hier oben, was man da reinstecken will, ganz leicht da reinstecken. Ohne dass man von der Seite fummeln muss, wo die Öffnung von dieser Tasche jetzt ist. So. Klappen wir das mal so um. Dieser Kleber klebt am Finger aber auch ganz gut. Also, was ich jetzt vielleicht noch sagen sollte, wenn ihr das jetzt hier so macht, ne, und ihr möchtet vielleicht dieses Journal sehr vintage haben, dann würde es sich natürlich anbieten, dass man diese Kanten, die man hier erhält, durch das Falten vorher distresst, bevor man das hier dran klebt. Denn wenn ich das jetzt hier so habe, dann kann ich das natürlich später, wenn ich jetzt hier reingehe, nicht mehr ganz so gut distressen. Mir fällt gerade auf, ich habe das jetzt hier offen gelassen, das war eigentlich gar nicht der Plan. Ich wollte das hier eigentlich auch noch zukleben, aber mein Gott, entschuldigt bitte. Also ihr könntet jetzt hier Kleber machen, hier und hier, sodass es dann hier fest ist und dann könnt ihr das, was ihr reinstecken wollt, so reinstecken. Wenn ihr das distressen wollt, solltet ihr das natürlich hier distressen, bevor ihr das zusammenklebt. Ansonsten kommt ihr hier später nicht mehr so gut rein. Da mir das jetzt gerade passiert ist, dass ich das hier offen gelassen habe, kann ich das natürlich jetzt hier mit ein paar Tricks auch noch distressen. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so lassen.
weil ich auch noch nicht weiß, will ich das überhaupt distressen oder nicht. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt noch nicht, was in diesem Journal passieren wird. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, die nächste machen wir wieder ganz normal. Ja, ich werde euch dann jetzt noch ein paar andere Varianten zeigen von Taschen. Und dann schauen wir mal, wenn ich das hier alles fertig habe, wie das dann aussieht. Ja, wie ihr seht, schaut das Ganze jetzt so aus. Das schaut natürlich jetzt hier relativ leer und wild und überhaupt aus. Ihr habt jetzt hier erstmal nur diese leeren Seiten und diese Taschen. Das ist noch nicht besonders spektakulär, ich weiß, aber wartet ab. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, was ich mit diesem Cover hier tue, denn ich möchte natürlich, dass man von außen sehen kann, dass es sich um ein Pinguinbuch handelt. Und dieses Cover hier, das ist relativ glänzend, wie ihr sehen könnt. Und da ist es immer ein bisschen schwierig, dort etwas drauf zu kriegen. Aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit und die möchte ich euch dann gerne im nächsten Video zeigen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Kanal, sodass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video aufgeladen habe. Und dann werdet ihr sehen, was ich mit diesem Cover hier anstellen werde und wie man das Problem lösen kann, wenn das hier vorne drauf so glänzend ist, dass man trotzdem etwas Schönes daraus machen kann, auch wenn hier drauf zum Beispiel keine Farbe hält oder Gesso nur sehr, sehr schwer hält und möglicherweise auch sehr durchscheinen würde und so weiter. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man das trotzdem ganz schön gestalten kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was hier draus noch so wird, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.